EVMAX ist eine webbasierte Anwendung, mit deren Hilfe du nicht nur einen Livestream zu YouTube, LinkedIn oder Facebook senden kannst, sondern auch Videos oder Podcasts in sehr hoher Qualität aufnehmen kannst. In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen kostenfreien Account einrichtest, gebe dir einen kurzen Überblick, wozu Projekte und Sessions gut sind und wie du in wenigen Minuten mit EVMAX einen Livestream starten kannst. Wir öffnen dazu einfach irgendeinen Browser. Am besten ist natürlich geeignet Google Chrome, weil mit dem Browser ist der volle Funktionsumfang von EVMAX gewährleistet. Das gilt aber nur für dich als Host. Für einen Gast gibt es andere Regeln. Gib jetzt in der Adresszeile die URL evmax.com ein. Zur Klarstellung, mit dem Link in der Beschreibung techtalk.live/evmax kommst du auf dieselbe Seite. Nur, EVMAX erfährt auf diesem Weg, dass du durch eines meiner Videos auf die Plattform aufmerksam geworden bist. Das bringt mir ein paar Euro im Jahr ein. Ich freue mich darüber und ich bin dadurch motiviert, weitere Videos zu machen. Für dich wird aber das Abo nicht teurer. Welche Adresse du auch immer verwendest, die Seite, auf der du landest, ist immer dieselbe. Hier kannst du dein kostenloses Konto anlegen. Nimm Get Started, du kommst zum gleichen Fenster. Wichtig in diesen beiden Fenstern ist letztendlich nur Vorname, Zunahme und die E-Mail-Adresse. Mehr ist nicht notwendig, keine Kreditkarte, nichts. Du brauchst dann nur noch bestätigen, dass du kein Roboter bist. Mit dem Klick auf Register kommst du einfach zum nächsten Fenster. Hier wirst du darauf aufmerksam gemacht, dass du ein E-Mail bekommen hast. In den E-Mail ist ein Link, mit dem kannst du dein Konto aktivieren und E-Mail-Adresse bestätigen und du springst sofort dann in EVMAX hinein. Und dort hast du die Möglichkeit, sofort eine Auswahl zu treffen. Du kannst jetzt festlegen, wie du dein Projekt strukturieren willst. Nimm einfach die vorausgewählte Option. Die passt in den meisten Fällen. Bei jedem weiteren neuen Projekt wird das ja erneut abgefragt. Gib hier einfach einen passenden Namen ein. Nehmen wir einfach Live-Shows zum Beispiel. Danach öffnet sich das sogenannte Studio, wo all der Zauber stattfindet und du das alles gestalten kannst. Es kann sein, dass noch ein Pop-up-Fenster erscheint, wo du einfach nur noch zustimmen musst, dass das Programm dein Mikrofon und deine Kamera verwenden darf. Ist ja wohl sinnvoll. Wir schließen aber zunächst noch dieses Fenster und wechseln damit zurück zum Dashboard. Was wir hier sehen, ist das zuvor angelegte Projekt und eine Session mit demselben Namen. Live-Shows haben wir zuerst angelegt. EVMAX legt beim ersten Mal ein Projekt an und benennt auch gleich eine Session mit dem gleichen Namen. Das kannst du aber später ändern. Was sind nun Projekte und Sessions? Hier möchte ich ein klein wenig mehr darüber dir erzählen. Wenn du OBS Studio kennst, dann sind diese Sessions vergleichbar mit der Szenensammlung dort. Die Studios hier in den Sessions entsprechen eben den angelegten Szenen dort. Eine Session repräsentiert also eine Live-Sendung oder ein Video oder einen Podcast, bei dem ein bestimmtes Setup verwendet wird. Wenn sich zum Beispiel beim nächsten Livestream nichts ändert, also sämtliche Szenen, Einspieler, Musik und so weiter gleich bleiben, dann kannst du diese Session immer wieder verwenden. Sobald sich aber am Setup etwas ändert, weil du vielleicht einen Studiogast in die Sendung holst oder eine Slideshow zusätzlich verwendest, dann solltest du eine neue Session anlegen. Eine solche Unterscheidung erweist sich spätestens dann als sinnvoll, wenn du Tastaturkürzel und das Elgato Stream Deck zur Steuerung verwendest. Oder wenn jedes deiner Formate verschiedene Streaming-Ziele hat. Dazu aber mehr in einem anderen Video. Projekte hingegen kannst du dir als Ordner vorstellen, in denen sich Sessions befinden, die thematisch zusammengehören. Also zum Beispiel Podcasts, alle Videos, die du produzieren kannst, Livestreams oder vielleicht Business A und Business B. Je komplexer deine Projekte allerdings sind, umso mehr kannst du von den Möglichkeiten profitieren, die dir EVMAX bietet. Bevor wir uns das Studio näher ansehen, noch ein paar Einstellungen, die du zu Beginn machen solltest. Oben rechts
findest du unter dem Namen, ich habe hier das Konto, ein Testkonto angelegt, findest du das Profil. In diesem Profil sind deine Daten, die du angegeben hast, abgespeichert. Ich würde dir empfehlen, 2 Dinge. Eines ist wichtig, Avatar. Gib ein Bild von dir dort hinein. Das Logo unten ist optional, ist nicht unbedingt notwendig, kann aber in manchen Fällen hilfreich sein. Wenn wir jetzt Änderungen speichern und zurückgehen zum Dashboard, siehst du, im unteren Bereich vom Dashboard sind die zuletzt verwendeten Sessions zu sehen. Das heißt, alles, was du verwendet hast, ist hier ein schneller Zugriff möglich. Alle Sessions, die du bisher angelegt hast, findest du links unter Sessions und hier sind die Sessions aufgelistet, die du jemals angelegt hast. In der Session findest du die jeweils immer zugehörigen Studios und Aufnahmen. Wenn du eine Session ablaufen lässt und streamst, dann bekommst du eine Aufnahme, die hier abzurufen ist. Jetzt sehen wir uns einfach noch einmal das Studio genauer an. Hier solltest du zunächst einmal deine Kamera noch auswählen und festlegen. Hier im unteren Bereich unter dem Zahnrad ist dieses Ding versteckt. Es ist ein Testaccount, wo keine Kamera angeschlossen ist. Dadurch habe ich einfach ein Musterbild. Hier Kamera und hier Mikrofon. Wozu das Foto gut ist, das du in deinem Profil eingebunden hast, zeige ich dir hier, nämlich wenn du die Kamera deaktivierst. Dieses Bild wird immer dann angezeigt, wenn du entweder die Kamera deaktivierst, wenn der Stream unterbrochen wird oder einfach die Kamera plötzlich streikt. Im leeren Studio gibt es zu Beginn nur eine einzige Szene mit diesen 7 Standardmasken. Das kennst du von Restream, StreamYard. Aber das ganz Besondere von Eevee Max verbirgt sich hinter den Pro-Scenes. Und diese Pro-Scenes sind der Magic in dem Programm. Hier kannst du eine Szene anlegen, es gibt vorgelegte Templates. Du kannst eine Layer dazugeben, wie einen Sprecher oder einen Gast, wenn du einen dazu nehmen willst, oder eine Slideshow, Media-Files und so weiter und so fort. Dazu aber mehr in einem separaten Video, weil das Thema ist umfangreich. Ganz oben rechts findest du unter Broadcast Channels alle Möglichkeiten, die dir Eevee Max bietet. Entweder einige bekannte, die vorkonfiguriert sind, wie Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch, whatever, und die andere Version ist RTMP. Das ist die Destination, die du frei wählen kannst. Sofern du einfach die Serverziele kennst, kannst du zu jeder Plattform, die du dir wünschst, streamen und deinen Livestream hinschicken. Jetzt könnte es eigentlich schon losgehen. Ein Klick auf den Go Live-Button und der Stream ist im Internet. Oder willst du vielleicht nur ein Video aufnehmen? Nichts leichter als das. Gib einfach keinen Broadcast-Channel an, also keine Destination, kein Ziel. Und ein Klick auf den Live-Button oder wenn du willst, Tastendruck am Stream Deck und die Aufnahme läuft. Die Tour durch Eevee Max mit dem Überblick über Einrichtung, Projekte, Sessions und Studio hat doch ein wenig länger gedauert. Aber unterm Strich bedeutet das für dich trotzdem, dass du innerhalb von wenigen Minuten dein erstes Live mit Eevee Max starten kannst. Fassen wir einfach noch einmal die 5 Schritte zusammen. Erstens, das Konto einrichten. Verwende einfach den Affiliate-Link, um dorthin zu kommen. techtalk.live/Eevee Max. Danke dafür. Bestätige deine E-Mail-Adresse, ergänze die Daten in deinem Profil und füge ein Profilbild dazu. Zweitens, das Projekt anlegen. Drittens, Session anlegen, jeweils einen passenden Namen vergeben. Das Ziel anlegen ist 4. und 5. Go Live Button drücken. Ja! Wenn du mehr über Eevee Max erfahren möchtest und all die fantastischen Möglichkeiten, die es dir bietet, kennenlernen willst, schau dir doch einfach die anderen Videos von mir an. Zum Beispiel gleich das nächste.
Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Tschüss, mit Ü.